Jetzt habe ich hier die Bestätigung, Aufzeichnung, Transkription läuft, Sprache ist korrekt. Und ihr könnt mir einfach sagen, wenn ich die Tür aufmachen soll. Ja, Ist euch ich glaube, du kannst sie jetzt reinlassen und dann, okay, wenn die Uhr umschlägt. dann mache ich jetzt mal auf. Herzlich willkommen hier zu unserer Ask the Expert Session im März zum Thema barrierefreie PDFs aus PowerPoint erstellen. Und wir freuen uns riesig, dass wir Janne Brönner hier bei uns haben. Janne ist PDF Accessibility Expert bei Access4 und eines der Spezialgebiete sind wirklich barrierefreie PDF-Dokumente aus PowerPoint zu erstellen. Und da werden wir heute gucken, oder Janne wird uns heute vorstellen, auf was man denn achten muss und kann, um möglichst alle Barrierefreiheitseigenschaften in PowerPoint schon anzulegen. Und bevor wir tiefer hineingehen, noch ein paar organisatorische Dinge. Wie immer bei Ask the Expert, ihr habt die Möglichkeiten, Fragen zu stellen. Erster Teil, so ein bisschen Basiswissen, wird uns Janne vermitteln. Dann kommt die Fragerunde. Ihr könnt die in den Chat posten und Miriam wird es sammeln und dann in der Fragerunde im zweiten Teil von Ask the Expert einbringen. Wir sind beim professionellen Du, also so rein nur von der Etikette her in diesem Meeting. Ich glaube, jeder, der schon dabei war, der kennt das. Haben wir auch in anderen Webinaren. Macht das ein bisschen einfacher. Und noch ein Hinweis, wer Untertitel benötigt, der kann sich diese einstellen. Oben in der Menübar, Menüpunkt Weitere, das sind die 3 Punkte. Dann unter Sprache und Sprechen, Live-Untertitel aktivieren. Ja, so weit, so gut. Ich glaube, Janne, wir sind fertig und gespannt, was du alles erzählen wirst. Danke, Markus. Dann teile ich mal meinen Schirm. Ihr müsstet jetzt PowerPoint alle sehen. Hoffentlich. Ja. Mhm. Super. Ich sehe euch jetzt nicht mehr. Gut, wir haben heute ein relativ straffes Programm. Und zwar möchten wir ja aus unserer PowerPoint-Präsentation ein barrierefreies PDF erstellen. Dazu muss ich erstmal schauen, dass meine PowerPoint-Präsentation selbst barrierefrei aufgebaut ist. Da gibt es einige Schritte, die ich dabei beachten muss. Erstmal vorab, es gibt auch in PowerPoint eine integrierte Barrierefreiheitsprüfung. Die ist ganz in Ordnung, also die ist auf jeden Fall eine gute Unterstützung, findet aber nicht alle Fehler. Ich kann die euch mal eben zeigen, die ist hier in der Registerkarte überprüfen. Wenn man jetzt hier auf Barrierefreiheit überprüfen geht, da kann man entweder hier einmal dieses Menü ausklappen und auf Barrierefreiheit überprüfen gehen. Oder man klickt direkt auf diese große Schaltfläche, dann öffnet sich diese Registerkarte Barrierefreiheit und hier gibt es dann den Button Barrierefreiheit überprüfen. Wenn ich da drauf gehe, dann öffnet sich hier rechts dieser Bereich Barrierefreiheit. Das ist jetzt dieses Ergebnis von meiner aktuellen Präsentation. Da sind jetzt noch ein paar eingebaute Fehler drin. Sagt mir zum Beispiel, Objektbeschreibung fehlt, da fehlen dann die Alternativtexte bei bestimmten Elementen, fehlende Tabellenkopfzeile und so weiter. Wenn ich da hier einen Fehler anklicke, dann gibt es hier auch unten weitere Informationen. Also ich kann die dann alle durchgehen und bekomme dann Tipps, wie ich das lösen kann. Das ist ganz nett. Aber wie gesagt, die meisten Punkte, die ich beachten muss, also viele Punkte sind nicht maschinenprüfbar und müssen eben selbst von einem Menschen geprüft werden, sodass eben auch diese eingebaute Funktion nicht alles abdeckt. Also vor allem gilt diese Prüfung für PowerPoint-Präsentationen selbst, also für die PowerPoint-Datei und nicht für PDF. Wenn ich jetzt barrierefreie PDFs prüfen möchte, zum Beispiel nach PDF-UA-Standard oder nach WCAG,
Dann empfehle ich den PAC, den gibt es für Windows, oder AccessCheck, das ist ein Prüftool online von Access4. Das funktioniert dann auch für Windows und Mac, weil es eben online über eine Website ist. Genau, das dazu vorab. Dann, ich schließe das hier nochmal. Ein Punkt, den ich beachten muss, ist, dass ich meiner PowerPoint-Präsentation einen Dokumenttitel geben muss. Der ist wichtig, auch im PDF, der wird in den Metadaten hinterlegt und dann später, wenn ich das PDF öffne, auch als Fenstertitel angezeigt, sodass gegebenenfalls assistive Technologien, wenn das PDF geöffnet wird, auch diesen Dokumenttitel vorlesen können oder ausgeben können. Ja, nicht alle assistiven Technologien lesen vor. Es gibt auch Braillezeilen, die dann das per Brailleschrift ausgeben. Genau, um den einzugeben, gehe ich auf Datei im Menü. Und dann gibt es, bei mir ist das jetzt gerade ausgeblendet, weil mein Bildschirm so groß gezogen ist. Da gibt es hier Optionen, eigentlich ist das ganz unten links. Und dann kann ich, ach Quatsch, Entschuldigung, das ist falsch. Das ist bei Datei nochmal bei Informationen. Ich war gerade beim falschen Punkt. Genau, und wenn ich hier unter Eigenschaften hier rechts gehe, dann gibt es hier Titel. Da habe ich jetzt schon meinen Titel eingetragen, also in dem Fall aus PowerPoint barrierefreie PDFs erstellen. Das kann ich hier einfach editieren. So, dann jetzt den nächsten Punkt. Bei PowerPoint gibt es Folienmaster und Layouts. Das sind Gestaltungsvorlagen, die ich für meine Folien benutzen kann. Die kann ich vorab schon definieren. Da kann ich die ganze Textformatierung schon vornehmen. Die finde ich über Ansicht und dann hier Folienmaster. Wenn ich da drauf gehe, öffnet sich auch eine neue Registerkarte. Ich sehe dann hier im linken Bereich, ich habe hier einmal diesen Folienmaster, der ist ein bisschen größer dargestellt und dem Folienmaster untergeordnet sind verschiedene Layouts. Die basieren dann auf diesem Folienmaster. So, und hier kann ich praktisch, das ist jetzt hier die Layout-Folie, die ich hauptsächlich in meiner Präsentation verwendet habe. Da sind dann Platzhalter drauf. Also hier oben habe ich einen Platzhalter für den Folientitel und hier unten einen Platzhalter für den Textinhalt. Wenn ich meine Präsentation barrierefrei machen will, dann platziere ich am besten auf dem Folienmaster und auf den Layouts nur Elemente, die nicht inhaltstragend sind. Also wirklich nur dekorative Elemente, wie hier zum Beispiel diese Kästchen, die haben keine Aussage, oder Hintergrundbilder, sowas in der Art. Keine informationstragenden Elemente, nur diese Platzhalter. Und was ich auch machen kann, ist sowas wie Platzhalter für Foliennummern oder Fußzeilen, solche Elemente. Die haben keine große inhaltliche Relevanz. Die eigentlichen inhaltstragenden Informationen, die muss ich alle direkt auf der Folie platzieren. Also wenn ich hier die Masteransicht schließe, dann muss ich die wirklich hier direkt auf der Folie platzieren. Genau, hier habe ich dann, ich gehe zur nächsten Folie. Hier habe ich zum Beispiel den Folientitel, den habe ich hier in meinen Titelplatzhalter eingefüllt. Wenn ich das jetzt lösche, dann sehe ich hier, da steht Titel hinzufügen, daran erkenne ich den Titelplatzhalter. So ein Folientitel muss wirklich auf jeder, also sollte am besten auf jeder Folie vorhanden sein, weil die später im PDF die Überschriftenstruktur im Tagbaum bilden und dann ganz wichtig zur Navigation sind. Also wenn ich keine Überschriften habe, kann ich mich als blinder oder sehbehinderter Mensch zum Beispiel sehr schwer in einem PDF zurechtfinden. Ich kann das zum Beispiel ganz gut überprüfen, indem ich auf Ansicht gehe und dann Gliederungsansicht. Hier sehe ich ganz gut, hier in Fett sind dann meine Folientitel. Bei Folie 5 habe ich den jetzt gelöscht. Ich kann den hier auch in der Gliederungsansicht wieder hinzufügen. Dann taucht er hier direkt auf. Wenn ich hier keinen Platzhalter habe, erstellt er mir automatisch ein. Mal wieder zurück in die normale Ansicht. Eine Empfehlung ist, dass es keine doppelten Folientitel gibt, weil es einfach irritieren kann, wenn es zwei gleiche Überschriften innerhalb der Präsentation gibt.
Diese Folientitel, die werden außerdem, wenn ich das als PDF exportiere, dann auch im PDF als Lesezeichen angelegt. Es gibt manchmal die Empfehlung, wenn ich keinen Folientitel auf meiner Folie haben möchte, aus welchem Grund auch immer, dass man den Folientitel außerhalb der Folie platziert. Also, ups, dass ich den hier so rausschiebe. Jetzt bin ich verrutscht. So. Das sollte aber bitte nicht passieren, weil wenn ich das ins PDF konvertiere, können nur die Elemente, die auf der Folie stehen, ins PDF korrekt überführt werden. Wenn ich außerhalb der Folie Elemente stehen dann wird das eventuell nicht korrekt verarbeitet. Deswegen das bitte nicht machen. Man könnte sich behelfen, gegebenenfalls ein Rechteck drüber legen und das als dekorativ markieren, aber es ist besser, wenn der Folientitel tatsächlich auf der Folie steht. Dann ganz wichtig, wenn ich grafische Elemente habe, Bilder, Diagramme, Smart Art, Gruppen, Formen und so weiter, muss ich einen Alternativtext hinzufügen. Das kann ich machen, indem ich ein Bild, zum Beispiel dieses hier, anklicke mit der rechten Maustaste und dann auf Alternativtext anzeigen. Was auch geht, wenn ich hier in dieser Registerkarte Barrierefreiheit bin, gibt es auch hier oben den Button Alternativtext, dann geht auch hier dieses Fenster rechts auf. PowerPoint hat mir jetzt hier eine automatisch generierte Beschreibung erstellt. Die gefällt mir aber nicht, weil das überhaupt nicht das aussagt, was es eigentlich ist. Deswegen kann ich die löschen und sagen, das ist das Logo von Access Lite. Wenn ich jetzt zum Beispiel eine Grafik erstellt habe aus mehreren Elementen, hier habe ich zum Beispiel diesen kleinen Smiley erstellt, der ist jetzt nicht sonderlich schön, aber zweckmäßig, dann kann ich, also sieht man hier, das sind aus 4 verschiedenen Objekten, habe ich diesen Smiley aufgebaut. Jetzt möchte ich natürlich nicht jedem Auge einen Alternativtext geben, sondern ich möchte dem ganzen Smiley einen Alternativtext geben. Das heißt, ich markiere alle Elemente, gehe mit der rechten Maustaste drauf und sage Gruppieren, dann nochmal Gruppieren. Dann ist das praktisch eine Gruppe und dieser Gruppe kann ich jetzt auch einen Alternativtext vergeben. Hier ist das Fenster schon offen. Kann ich einfach sagen, grüner Smiley. Wenn ich Grafiken habe, in denen Text vorkommt, dann sollte ich diesen Text auch in dem Alternativtext beschreiben. Jetzt habe ich hier ein recht komplexes Diagramm. Da wird der Alternativtext natürlich länger. Ich habe den jetzt hier mal ausgeführt. Da ist dann Y-, X-Achse und so weiter beschrieben mit allen Daten. Ich könnte jetzt hier alternativ auch, dieses Diagramm basiert ja auf einer Tabelle. Ich könnte auch diese Datentabelle zum Beispiel mit auf die Folie stellen, wenn ich das nicht so ausführlich beschreiben möchte im Alternativtext. Aber grundsätzlich gilt, ist Text in einer Abbildung, muss der auch im Alternativtext mit drin sein. Dann kann ich Objekte, die ja nicht inhaltstragend sind, also keine Information bieten, wie jetzt zum Beispiel diese Kästchen hier, die muss ich als dekorativ markieren. Wenn ich das mache, dann wird das praktisch von assistiven Technologien ignoriert, also nicht ausgegeben, nicht vorgelesen von Screenreadern. Und ich habe jetzt hier diese Kästchen, die kann ich nicht anklicken, weil ich die auf meinem Folienmaster platziert habe. Da kann ich das dann dekorativ markieren zum Beispiel. Und ich habe jetzt hier noch ein zweites Objekt eingefügt. Das ist jetzt direkt auf der Folie. Das kann ich auswählen. Und hier muss ich den Haken dann setzen bei als dekorativ markieren. Genauso sollten auch Kopf- und Fußzeilen immer als dekorativ markiert werden, weil die sich sonst auf jeder Folie wiederholen. Und ich möchte jetzt, wenn ich mir das PDF mit assistiven Technologien ausgeben lasse, möchte ich nicht auf jeder Folie die Kopf- und Fußzeile mitbekommen oder die Foliennummer ausgegeben bekommen. Deswegen die bitte auch immer als dekorativ markieren. Dann ganz wichtig ist die Lesereihenfolge. Die sollte wirklich auf jeder Folie einmal überprüft werden. Wenn ich das nicht mache, dann kann es sein, dass die Elemente auf der Folie in einer komplett falschen Reihenfolge wiedergegeben werden. Ich kann das jetzt hier überprüfen, indem ich in der Registerkarte Barrierefreiheit auf Lesereihenfolgebereich gehen.
habe jetzt hier natürlich ein paar Fehler eingebaut. Hier sehe ich, wenn das erste Element, das ausgegeben werden würde im Tagbaum, das ist hier diese Grafik. Das ist schon mal falsch, die sollte eigentlich eher am Ende kommen. Dann kommt der Textplatzhalter. Hier ist ein grafisches Element. Hier sehe ich auch, hier ist der Haken weg. Das liegt daran, dass ich es dekorativ markiert habe. Ich könnte es jetzt hier auch wieder einblenden, dann müsste ich aber einen Alternativtext hinzufügen. Möchte ich allerdings nicht. Also hier kann ich auch ganz einfach Elemente dekorativ markieren. Es ist dann auch egal, wo die die dekorativ markierten Elemente in der Reihenfolge stehen. Die werden sowieso von den assistiven Technologien ignoriert. Das ist egal. Also hier in dem Fall müsste ich den Titel ganz nach oben ziehen. Das kann ich entweder per Drag and Drop oder hier mit diesen Pfeiltasten. Dann käme der Textplatzhalter und dann diese kleine Bildgrafik. Was man hier auch direkt sieht, ich sehe hier auch den Alternativtext, den ich vergeben habe. Den könnte ich hier zum Beispiel auch direkt nochmal bearbeiten. Dann allgemein zur Textformatierung. Und zwar sollten Absätze, das ist eigentlich ja recht basic, Absätze mit Enter-Taste erstellt werden und Zeilenumbrüche mit Umschalt und Enter. Also ich sollte auf keinen Fall neue Absätze mit einem Zeilenumbruch eingeben, weil das nicht funktioniert. Wenn ich einen Zeilenumbruch eingebe, befinde ich mich immer noch im selben Absatz, bin also weiterhin auch im Tagbaum immer noch in demselben Absatz. Dann Listen und Aufzählungen sollten mit den Listenwerkzeugen von PowerPoint erstellt werden. Die finde ich hier bei Start. Dann habe ich hier oben einmal für unnummerierte Aufzählungen und hier für nummerierte Listen diesen Button. Und wenn ich die Ebene ändern will, dann würde ich hier also diese Schaltfläche drücken oder das kann ich auch mit einem Tab steuern. Aber generell bitte Listen nicht erstellen, indem ich irgendwie einen Gedankenstrich eingebe und danach schreibe. Also bitte immer die Listenwerkzeuge verwenden. Dann, wenn ich mehrspaltigen Text habe, dann sollte der auch mit dem Spaltenwerkzeug erstellt werden. Also wenn ich zum Beispiel möchte, dass diese Liste hier in 2 Spalten dargestellt wird, dann verwende ich hier dieses Spaltenwerkzeug und kann dann sagen 2 Spalten zum Beispiel. Dadurch stelle ich sicher, dass die Liste auch wirklich eine Liste bleibt. Also wenn ich 2 Textfelder aufziehen würde, dann würde die in 2 Listen getrennt werden, was ich ja nicht möchte. Dann gibt es grundsätzlich in PowerPoint keine Möglichkeit der automatischen Silbentrennung und man sollte jetzt auch nicht anfangen, selbst manuell irgendwie Wörter zu trennen mit Bindestrich und Zeilenumbruch. Das bitte nicht tun, weil das sonst auch mit im Tagbaum ist und dann von assistiven Technologien als getrenntes Wort ausgegeben wird. Das wäre dann nicht besonders schön. Deswegen das bitte vermeiden. Dann sollten Informationen nicht ausschließlich visuell vermittelt werden. Wenn ich jetzt zum Beispiel in meiner Präsentation eine Übungsaufgabe hätte mit erläutern Sie bitte die drei rot markierten Wörter im Text. Wenn ich jetzt nicht sehen kann, welche Wörter rot markiert sind, kann ich diese Aufgabe nicht lösen. Also eine Alternative wäre, dass ich schreibe, bitte erläutern Sie folgende 3 Begriffe und dann zähle ich die 3 Begriffe nochmal auf. Dann sollte allgemein der Text einen guten Kontrast zum Hintergrund haben. Auf Farben und Kontrast gehe ich dann später auch nochmal ein. Was ein bisschen schade ist, es gibt einen Fehler von Microsoft, wenn ich nämlich Textfelder drehe. Also wenn ich zum Beispiel dieses Textfeld hier nehme und das drehe, das wird beim PDF-Export leider zu einem Bild. Das ist ein Fehler. Ich hoffe, der wird irgendwann behoben. Das heißt nämlich dann, dass assistive Technologien eben diesen Text dann nicht mehr ausgeben können. Deswegen bitte aktuell noch, ich hoffe irgendwann in Zukunft wird das besser, gedrehte Textfelder meiden. Dann noch so ein paar Empfehlungen zur Textformatierung. Das ist jetzt keine Pflicht, um zum Beispiel PDF-UA-Standard einzuhalten.
Aber grundsätzlich es ist ganz gut, serifenlose Schrift zu verwenden, wie zum Beispiel hier ist es die Arial. Dann die Schriftgröße sollte mindestens 18 Punkt sein. Ich habe jetzt hier 24 Punkt eingestellt. Der Zeilenabstand sollte mindestens 120% von der Schriftgröße betragen. Der Text sollte am besten linksbündig ausgerichtet sein. Wenn ich Blocksatz verwende, dann habe ich manchmal sehr unschöne große Lücken zwischen den Wörtern. Das macht es nicht besonders einfach, die zu lesen. Und generell sollte ich Hervorhebungen wie kursiv, fett, unterstrichen und Texteffekte eher zurückhaltend einsetzen, weil es auch einfach ablenkt. Dann kommen wir zu den Links. Grundsätzlich sollten Links mit dem Link-Tool angelegt werden. Also wenn ich zum Beispiel hier einen Text markiere, dann kann ich sagen, über Einfügen, Link. Dann ist hier oben der anzuzeigende Text, der sollte aussagekräftig sein. Und hier unten gebe ich dann die Webadresse ein, also zum Beispiel https://accessfor.com. Dann wird er hier so ausgezeichnet. Generell wäre es gut, wenn der angezeigte Linktext keine kryptische Webadresse wenn da keine kryptische Webadresse eingetragen wird, sondern ein Text, den ich tatsächlich auch lesen kann. Man kann nämlich jetzt bei assistiven Technologien, bei Screenreadern zum Beispiel, sich alle Links eines Dokuments als Liste ausgeben lassen. Und wenn ich dann eine Liste bekomme mit ganz vielen kryptischen URLs, dann bringt mir das nicht so viel. Wenn ich direkt sehe, Link zu Videos von Access4, weiß ich, was dahinter steckt. Ganz wichtig für Sprachausgaben ist, dass ich meinen Texten die korrekte Sprache zuweise, damit auch deutscher Text mit deutscher, wie heißt das? Deutsch vorgelesen wird und englische Texte zum Beispiel, die sollten dann auch mit englischer Aussprache vorgelesen werden. Ich habe jetzt hier meine Präsentation, die ist mit der Grundsprache, also Dokumentsprache Deutsch erstellt. Die Dokumentsprache sehe ich, wenn ich unter Datei, dann ist das wieder bei Optionen. Dann kann ich hier links im Menü auf Sprache klicken. Hier oben ist die Office-Anzeigesprache, das ist nicht relevant. Das ist die Sprache, in der meine Menüs hier in PowerPoint angezeigt werden. Was wichtig ist, ist die Office-Erstellungssprache und Korrekturhilfe hier unten. Da ist bei mir hier jetzt Deutsch eingestellt. Ich könnte das jetzt auch ändern. Genau, und wenn ich dann eine neue Präsentation erstelle, dann wird meine Präsentation automatisch in Deutsch angelegt. Wenn ich jetzt innerhalb meines Dokumentes Sprachwechsel habe, dann muss ich diese Sprachwechsel auch markieren. Ich habe jetzt hier einen englischen Satz eingefügt. Wenn ich den jetzt markiere, kann ich unten hier in dieser Statusleiste von PowerPoint sehen, dass hier Deutsch steht. Das ist falsch. Da muss ich Englisch zuweisen. Das mache ich, indem ich hier draufklicke. Dann öffnet sich dieses Fenster zur Sprache. Ich kann Englisch drücken und auf OK gehen. Dann ändert sich ja auch die Statusleiste. Und später wird diesem Satz auch das Attribut Englisch im Tagbaum hinterlegt. Dann kommen wir zu Tabellen. In PowerPoint gibt es Tools, um einfache Tabellen barrierefrei aufzubauen. Komplexe Tabellen sind eher nicht möglich. Also komplexe Tabellen sind zum Beispiel welche, die mehrere Tabellenköpfe haben, also über mehrere Ebenen oder verbundene Zellen haben. Das sollte man vermeiden oder die komplexe Tabellen in mehrere kleinere Tabellen aufteilen. Am besten ist es auch, wenn ihr Tabellen nicht aus anderen Programmen einfügt oder kopiert, weil da teilweise die Barrierefreiheit auch kaputt gehen kann. Also die Struktur, der Tabellenaufbau ist dann oftmals nicht mehr korrekt. Deswegen am besten Tabellen in PowerPoint immer über dieses Tabellentool einfügen. Findet man über Einfügen Tabelle. Und dann kann man hier sich so ein
Tabellenraster einfügen oder über Tabelle einfügen gehen und dann selbst die Spalten und Zeilen eingeben. Ich habe jetzt hier eine Tabelle vorbereitet, die besteht im Moment nur aus Datenzellen, hat also noch keinen Tabellenkopf. Ich habe hier aber Überschriften für die Spalten und ich habe hier auch links Überschriften für die Zeilen. Ich muss jetzt also in PowerPoint sagen, was genau der Tabellenkopf ist. Das mache ich, indem ich in die Tabelle reinklicke. Dann gibt es hier die neue Registerkarte Tabellenentwurf. Gehe da drauf. Und dann habe ich hier die Möglichkeit zu sagen, ich klicke Überschrift an, dann wird die erste Zeile als Tabellenkopf markiert. Und wenn ich die erste Spalte als Tabellenkopf markieren möchte, dann klicke ich hier auf erste Spalte. Es wird dann auch automatisch im Tagbaum werden dann die Tabellenköpfe beim PDF-Export korrekt zugewiesen. Dann kommen wir zu Farbe und Kontrast. Hier ist einmal wichtig, dass Objekte nicht allein über Farbe unterscheidbar sein sollen. Ich habe jetzt hier ein Beispiel. Also links hier in diesem Diagramm gibt es eine Legende, die ist farbkodiert. Das heißt, ich kann die nur über die Farben zuordnen, diesen Balken zuordnen. Die Farben sind jetzt ja auch noch relativ gleich. Das fällt mir jetzt auch schon schwer zu gucken, was ist jetzt das erste Quartal, was das zweite, was das dritte. Wenn ich jetzt gar keine Farben sehen kann, wird das schwierig. Dann habe ich jetzt hier auf der rechten Seite einmal ein Diagramm, wo das ein bisschen besser gelöst ist oder auf jeden Fall besser gelöst ist. Da habe ich keine Legende, sondern die Beschriftungen stehen direkt an den Balken. Ich kann also direkt sehen, was ist das erste, was das zweite, was das dritte Quartal. Was hier auch ganz schön ist, dass es zwischen den Balken diese weißen Abstände gibt, also dass ich praktisch die einzelnen Balken differenzieren kann und ich keine komplette Treppe habe. Genau. Wenn ich jetzt zum Beispiel auch ein Liniendiagramm hätte, dann könnte ich eine Linie stricheln, eine punkten, eine durchziehen. Das würde dann halt auch, dadurch wäre das auch würde die Information nicht nur über die Farbe unterscheidbar sein. Genauso kann ich zum Beispiel auch Muster verwenden. Ich könnte jetzt die Balken in verschiedenen Mustern einfärben, gepunktet, gestreift, wie auch immer. Oder ich könnte auch Symbole verwenden. Dann noch weiteres zu Farbe und Kontrast. Es gibt eine Menge Menschen, die eine Rot-Grün-Farbsehschwäche haben, die also Rot- und Grüntöne nicht gut unterscheiden können oder gar nicht unterscheiden können. Deswegen sollten solche Kombinationen auf jeden Fall vermieden werden. Dann gibt es grundsätzlich die Richtlinien, wenn ich WCAG-Level erreichen möchte, Level AA, dann gibt es die Richtlinie, dass das Kontrastverhältnis für große Texte ab 18 Punkt bzw. fette Texte ab 14 Punkt mindestens 3:1 zum Hintergrund betragen soll. Und für kleinere Texte ist es ein Kontrastverhältnis von mindestens 4,5:1. Wenn ich das messen will, dann gibt es zum Beispiel gibt es kleine Programme dafür, zum Beispiel den Color Contrast Analyzer. Da kann ich dann mit der Pipette reingehen, kann 2 Farben angeben, zum Beispiel die Schriftfarbe und dann die Farbe meines Hintergrunds. Und dieses Programm zeigt mir dann an, ob mein Kontrastverhältnis genug ist oder nicht. Da gibt es dann auch Informationen zu den einzelnen WCAG-Richtlinien. Genau. Was beim PDF-Export nicht unterstützt wird, weil es teilweise auch ein anderes Format ist als jetzt in der PowerPoint-Präsentation, sind zum Beispiel Animationen und Folienübergänge, die verschwinden. Also die gibt es einfach im PDF nicht. Video und Audio werden nicht ausgegeben im PDF. Da kommt dann nur ein Vorschaubild.
Also ich kann da nicht anklicken und sagen, jetzt Video abspielen, sondern ich müsste dann das Video oder das Audio zum Beispiel mit einem externen Link in der Präsentation verlinken, um darauf auch Zugriff zu haben. Genauso gilt das für eingebettete Dateien und Objekte, wie jetzt Excel-Dateien, Formulare, die verlieren auch ihre Funktion. Ja, wenn ich jetzt Objekte über Skripte eingebettet habe, das ist nochmal für Fortgeschrittene, dann sind die gegebenenfalls auch nicht mehr interaktiv. Und leider können Formeln auch noch nicht korrekt dargestellt werden. Da verschwinden dann öfter mal einzelne hochgestellte Ziffern zum Beispiel. So, wenn ich jetzt hoffentlich alles korrekt gemacht habe in meiner Präsentation, dann kann ich hier nochmal auf die Barrierefreiheit überprüfen gehen. Das spuckt mir jetzt hier eine Warnung aus. Ich soll die Lesereihenfolge nochmal überprüfen von Folie 1. Das habe ich aber bereits gemacht. Die ist korrekt. Und da sieht das alles ganz gut aus. Dann speichere ich einmal diese PowerPoint-Datei. Und jetzt können wir uns mal anschauen. Achso, vielleicht gibt es vorab, also soweit erstmal Fragen zu diesen Sachen, die ich gerade erzählt habe, bevor ich weitermache. Wir haben einige Fragen, aber nichts, was uns jetzt aufhalten sollte. Ich glaube, wenn du das jetzt noch zeigst und wir nachher genügend Zeit haben, einige Fragen zu beantworten, dann passt es. Okay, alles klar. Ja, ich glaube, ist doch noch ganz gut Zeit. Dann würde ich jetzt einmal zeigen, wie man ein PDF aus also mit dem normalen Microsoft-Export exportiert. Gehe ich auf Datei, Speichern unter. So, ich kann dann hier jetzt PDF auswählen. Und wichtig ist hier bei Optionen, muss ich hier den Haken setzen bei Dokumentstrukturtext für Barrierefreiheit. Ich nenne das jetzt mal Final Microsoft. Ich muss jetzt mal eben kurz meinen Bildschirmfreigabe beenden und meinen ganzen Bildschirm teilen, weil ich das gerne einmal im Pack überprüfen möchte, ob das PDF jetzt barrierefrei ist. Könnt ihr den Pack sehen? Ja. Gut. Dann habe ich jetzt hier mein PDF, was ich gerade rausgespeichert habe. Und wie wir jetzt alle sehen können, hier gibt es ganz viele Xe. Es ist leider noch kein PDF-Dokument nach PDF-UA-Standard. Der Microsoft-Export ist leider noch nicht besonders gut. Ich kann sehen, hier gibt es im Detailbericht Schriftfehler. Es wurden Schriften nicht richtig eingebettet. Bei den Abbildungen fehlen Begrenzungsrahmen. Ja gut, die PDF-UA-Kennzeichnung fehlt hier auch richtigerweise, weil es kein PDF-UA ist. Genau. Und ich müsste dieses Dokument jetzt sehr aufwendig nachbearbeiten, um PDF-UA-konform um das PDF-UA-konform ja, hinzubekommen. Diesen Aufwand möchte ich aber nicht unbedingt. Und wir haben jetzt bei AccessLite unser neues Produkt, bei Access4 unser neues Produkt AccessLite entwickelt. Das ist ein PowerPoint-Add-in, was PDF-Dateien automatisch PDF-UA-konform herausspeichert oder auch WCAG, wenn man die entsprechenden Kontrastverhältnisse beachtet hat.
Das möchte ich gerne einmal zeigen. Und zwar, wenn man das Add-in installiert hat, gibt es diese Registerkarte Access Lite. Dann kann ich hier nochmal Dokumenteinstellungen eingeben. Da könnte ich jetzt auswählen, wie mein PDF-Dokument in meinem Anzeigeprogramm geöffnet werden soll. Aber diese Standardeinstellungen sind eigentlich auch schon die für barrierefreie PDFs empfohlen sind. Deswegen lasse ich die so. Und dann kann ich hier auf den Button PDF exportieren gehen. Jetzt muss ich das nochmal speichern. Ich kann hier einmal den Dateinamen bearbeiten. Hier einmal Access Lite. Hier könnte ich jetzt auch nochmal den Dokumenttitel bearbeiten, der dann für mein PDF-Dokument gilt. Und hier muss ich die Hauptsprache des Dokuments nochmal angeben, was dann auch in den Metadaten des PDFs hinterlegt wird. In dem Fall stimmt Deutsch. Hier kann ich anwählen, dass es in meinem Standardanzeigeprogramm direkt geöffnet wird. Das ist bei mir dann Acrobat. Hier gäbe es noch die Option, das als PDF-A-Dokument zu speichern, wenn ich ein archivierbares PDF-Dokument haben möchte. Aber das ist jetzt hier nicht der Fall. Ich möchte ganz normal ein barrierefreies PDF nach PDF-UA. Dann drücke ich Erstellen. Einen Moment. Das wird dann hier direkt bei mir in Acrobat geöffnet. Was ich auch direkt sehen kann, hier oben im Fenstertitel ist mein Dokumenttitel. Ich habe die Lesezeichen aus meinen Überschriften erstellt. Die kann ich ganz normal durchklicken. Und was jetzt besonders spannend ist, was sagt PAC dazu? Wenn ich alles richtig gemacht habe. Ja, das sieht gut aus. Überall grüne Haken. Alle Elemente, also alle Prüfpunkte, die maschinell geprüft werden können von PAC, die sind auf jeden Fall korrekt. Und wenn wir uns das jetzt mal hier in der Screenreader-Vorschau anschauen, das mal groß, dann sieht das auch ganz gut aus. Ich habe hier meine erste Folie mit dem Alternativtext. Meine Listen sind korrekt aufgebaut. Die Links sind auch drin. Hier sind meine Alternativtexte drin. Ja, das sieht gut aus, würde ich sagen. Hier ist die Tabelle. Hier sieht man, die Tabellenköpfe sind hier korrekt mit TH ausgezeichnet. Die Datenzellen sind mit TD ausgezeichnet. Sieht auf jeden Fall nach einem sauberen Dokument aus. Und ich kann hier auch die Bilder sehen in der Screenreader-Vorschau. Das heißt, die Begrenzungsrahmen von den Abbildungen sind jetzt auch gesetzt. Das habe ich eben vergessen zu zeigen. Wenn ich das PDF-Dokument von Microsoft öffne und in die Screenreader-Vorschau gehe, dann sehe ich eben hier diese Vorschaudatei nicht, weil die Begrenzungsrahmen noch gefehlt haben. Genau, so kann ich, wenn ich alles vorher schön vorbereitet habe in meiner PowerPoint-Präsentation, ganz einfach mit wenigen Klicks dann ein PDF-UA-konformes oder in dem Fall auch WCAG-konformes PDF-Dokument erstellen. Mhm. Wow, super, Janne. Das ist ja echt beeindruckend, wenn ich im PowerPoint alles richtig mache, dass Access Lite mich dann belohnt und dass ich dann nicht mehr am PDF rumschrauben muss. Das ist ja schon mal super hilfreich. Ich habe ja erst letzte Woche für Rheinwerk Spotlight meine Präsentation
gehalten, zum einen den Vortrag und natürlich musste auch barrierefreies PDF dazu geliefert werden und da war ich Gott froh, dass ich Access Slide schon nutzen konnte. Für alle anderen dauert es noch ein bisschen, aber super. Vielen Dank für diesen Überblick. Das ist sehr hilfreich, all die Tipps und Details, die du jetzt vermittelt hast. Und Mirjam, ich glaube, wir gucken mal auf die Fragen. Ja, voll gerne. Wir haben richtig viele Fragen bekommen. Ich Mhm. ja, würde einfach mal wild drauf losfragen, ohne sie vorzusortieren. Und zwar die erste Frage von Josephine Schwebler. Bei Zeilenumbrüchen war es bei bisherigen Export-Tools so, dass immer vor dem Zeilenumbruch ein Leerzeichen stehen musste. Ansonsten kam es beim Tagging zu Schlangenwörtern. Habt ihr dafür in eurem Tool eine Lösung gefunden, beziehungsweise eine clevere Umgehung dieses PowerPoint-Makels? Nee, leider noch nicht. Also im Moment muss auch vor dem Zeilenumbruch tatsächlich immer noch ein Leerzeichen stehen. Das lässt sich leider im Moment noch nicht umgehen. Aber vielleicht ist das ja was für zukünftige Versionen. Genau. Achim Lichtenhagen schreibt, da bei PowerPoint 2016 die Auswahlmöglichkeiten wie als dekorativ markieren und Lesereihenfolge meines Wissens fehlen, ist Access Slide hier A gar nicht oder B nur mit Nacharbeit im PDF nutzbar? Fragezeichen. Ja, also im Moment ist Access Slide für Office 365 und für PowerPoint 2019, also 2016 wird nicht offiziell unterstützt. Genau, deswegen weiß ich jetzt nicht, inwiefern das da funktioniert. Ja. Also 2016 ist ja so, dass es auch nicht mehr offiziell von Microsoft unterstützt wird. Deswegen können wir da das nicht anbieten. Es ist natürlich, es kann sein, dass es funktioniert. Wir sagen immer unseren Nutzern, Nutzerinnen, probiert es aus, aber wir können keine offizielle Unterstützung dafür anbieten und sehr wahrscheinlich wird es limitiert sein. Genau. Okay, Andreas Kurt fragt, wenn man bei PowerPoint-Grafiken gruppiert und die komplette Gruppierung als Artefakt definiert, klappt das für PowerPoint super. Im PDF wird die Gruppierung oft wieder aufgehoben und ich muss dort alles einzeln als Artefakt kennzeichnen. Gibt es eine bessere Lösung? Also mit Access Slide wird auf jeden Fall die ganze Gruppe, wenn die als dekorativ markiert ist, auch als Artefakt im PDF übernommen. Das ist kein Problem, genau. Also Access Slide löst die Gruppen oder ja, exportiert die Gruppen so, wie ich sie auch angelegt habe in PowerPoint. Genau, ob das jetzt realer Inhalt ist, das heißt mit Alternativtext, ob ich das jetzt als echten Inhalt haben möchte im PDF oder als Artefakt. Also Access Slide unterstützt die Gruppierung. Das ist ein großer Unterschied zu den anderen Konvertierungsarten jetzt, sei es mit PowerPoint direkt oder mit dem Adobe PDF Maker oder anderen Tools. Mhm. Okay, dann kommt noch eine Frage zu den Masterfolien von Melanie Hobusch. Kann ich Titeln von bestimmten Masterfolien zuweisen, dass sie eine H2 sind? Oder würde der Export das auf Basis der Größe der Unterschriften vermutend exportieren? Ja, das mit den Überschriftsebenen lässt sich leider noch nicht steuern. Das ist auch was für zukünftige Versionen. Tatsächlich wird die erste Folie immer als H1 ausgegeben und alle darauffolgenden als H2. Was ich machen könnte, ist vor einer Folie einen Abschnitt einzufügen. Ich nenne das jetzt einfach mal Abschnitt. Ups. Dann wird nämlich die darauffolgende Folie nach dem Abschnitt wieder als H1 exportiert. Also damit kann man es so ein bisschen umgehen. Teilweise richtet sich das auch so ein bisschen nach der Schriftgröße. Da muss man beim Export dann mal schauen, was rauskommt. Also wenn ich jetzt eine sehr, sehr große Überschrift noch mal auf einer Folie platziere, kann es sein, dass die auch als H1 rauskommt. Das ist noch nicht so ganz steuerbar, was der Export da genau macht. Aber wenn man hier den Abschnitt einfügt, dann ist auf jeden Fall der nächste Folientitel eine H1. Super. Der Abschnitttipp ist super, schreibt Josephine übrigens. Eine Frage an Sales gerichtet, vielleicht dann eher an dich, Markus. Wird Access Lite extra kosten oder mit in die Lizenzen von Access PDF/Access Word integriert?
Ja, es war leider ein extra Aufwand, das Ding zu entwickeln, also wird es auch extra kosten und es wird aber Bundles geben. Das heißt, man wird Access Word und Access Lite oder Access Word, Access Lite und Access PDF oder Access PDF und Access Lite, je nachdem, was ihr schon habt und was ihr noch dazu braucht. Genau. Ab Release werden diese Informationen dann auch auf der Webseite zur Verfügung stehen und ihr könnt es dann auch sofort kaufen oder ausprobieren, ja sowieso. Ausprobieren, wir machen es ja immer so mit unserer Software. Ihr könnt immer die Software komplett full-featured ausprobieren. Es hatte nur Wasserzeichen und diese Farbersetzungen, diese zufälligen. Aber so könnt ihr immer prüfen, funktioniert es für eure Folien, Vorlagen, für eure Präsentationen und dann dementsprechend zuschlagen bei der Software, die ihr dann auch braucht. Okay. Es kam noch eine Frage, und zwar hat es, glaube ich, weniger mit PowerPoint als mit dem Ergebnis zu tun, wie das PDF dann mit dem Acrobat Accessibility Checker abschneidet oder ja, wie das einfach damit aussieht. Müsste ich jetzt einmal prüfen. Moment. Jetzt einfach mal die Standardeinstellungen. Ja, es sagt jetzt hier Lesereihenfolge, manuelle Prüfung erforderlich. Das habe ich aber schon gemacht und Farbkontrast, manuelle Prüfung erforderlich. Sonst sieht das gut aus. Genau, das sind die typischen Ergebnisse, die man bei der Acrobat Barrierefreiheitsprüfung bekommt. Also die kriegt man bei jedem Dokument, wo manuelle Prüfung erforderlich ist. Aber wenn man vorher schon das so dementsprechend gestaltet hat und überprüft hat, dann ist das okay. Muss ja ein Mensch zusätzlich dort überprüfen. Aber grundsätzlich nur die Warnung oder den Ruf zu Vorsicht, die Acrobat Barrierefreiheitsprüfung ist ein Tool, es ist kein Standard, der dahinter steckt. Ja, es ist an die Adobe Acrobat Fähigkeiten gebunden. Teilweise gibt es auch Fails Positives dort, wenn man Labels außerhalb von Listen verwendet, aber Labels darf man zum Beispiel außerhalb von Listen verwenden. Und deswegen muss man das immer ein bisschen mit Vorsicht genießen, aber könnte man Fehler entdecken. Ansonsten empfehlen wir einfach auf die Standards zu gehen, also auf PDF-UA oder WCAG zu prüfen, wie es beispielsweise Jana gezeigt hat jetzt mit PEC 2024. Super. Da kam noch eine Frage zu Kopf- und Fußzeilen. Ich weiß, es hat sich so eine Nebenkonversation entwickelt im Chat, aber für alle, die da nicht gefolgt sind oder ja, auch für die, die es dann im Nachhinein als Aufzeichnung anschauen, stelle ich die Frage jetzt mal einmal an Janne. Und zwar Kopf- und Fußzeilenelemente werden im PDF also nicht, in Klammern wie in Word, automatisch als Artefakt gekennzeichnet, korrekt? Genau, also wenn ich die Kopf- und Fußzeilen auf meiner Folie platziert habe, dann muss ich die als dekorativ markieren. Wenn ich sie auf dem Folienmaster oder auf dem Layout platziert habe, dann artefaktet Access-Lite das automatisch. Also Access-Lite artefaktet alles, was auf dem Folienmaster oder auf den Layouts drauf ist. Also ich kann das auch noch mal zeigen. Ich hatte tatsächlich in dem Microsoft-Export diese Foliennummer, die ich hier unten habe, die ist bei mir auf dem Folienmaster drauf. Die habe ich tatsächlich nicht artefaktet. Und im Microsoft-Export kommt die auch, kann ich das noch mal zeigen, kommt die auch überall mit. Und hier sehe ich jetzt auch noch mal die Bilder, die sind nicht angezeigt. Genau, und wenn ich das aber mit Access-Lite rausgebe, dann wird alles auf dem Folienmaster und auf den Layouts artefaktet. Wir dachten, das ist eine einfachere Lösung, kann man sich leichter merken. Alle Inhaltsobjekte auf dem Folienmaster, dass die als Artefakte behandelt werden, als dekorativ. Natürlich was anderes ist mit den Platzhalterelementen. Die sind ja genau dazu da, dann die echten Inhalte dort einzufügen. Und so hat man eine einfache Regel.
Ja, und kann das ganz einfach kontrollieren und muss sie nicht zusätzlich als dekorativ kennzeichnen, was ja ein bisschen doppelt gemoppelt wäre. Ich platziere es auf dem Full in Master und muss es noch als dekorativ kennzeichnen. Okay. Josephine hat gerade noch mal eine ganz schöne Zusammenfassung geschrieben. Wichtig bleibt festzuhalten, es muss vorher sauber mit den Bordmitteln von PowerPoint gearbeitet werden. Damit steht und fällt alles, wie Janne ja erläutert hat. Ich glaube, Genau. das fasst alles ziemlich gut zusammen. Und gerade kommt noch eine Frage rein. Werden auch schon Bilder, die zu entsprechenden Listenpunkten verlinkt sind, korrekt in der Lesereihenfolge erstellt? Verstehe ich dich richtig? Also Bilder innerhalb von Listen? Oder? Bitte kurz Rückmeldung. Ja. Das geht leider nicht. Also ich habe keine Möglichkeit, ein Bild in eine Liste einzufügen. Also wenn ich jetzt möchte, dass zum Beispiel ein Bild zu diesem Punkt auf jeder Folie gehört, da gibt es in PowerPoint einfach keine Möglichkeit, das so anzulegen. Das Bild hat dann immer, also ich kann das Bild nicht in den Textrahmen so mit einfügen. Das funktioniert nicht. Also ja, dafür haben wir leider keine Lösung. Hey, ich glaube, wir haben alle Fragen jetzt aufgearbeitet, außer eine. Und ich glaube, das ist eine gute Überleitung, Markus, dann zu deinem Schlusswort. Und zwar, wann ist der Release von Access Slide geplant? Möchte ich nicht einfach so stehen lassen. Übergebe ich jetzt an dich. Genau, also Access Slide, ihr habt ja gesehen, das funktioniert schon ziemlich gut. Es gibt ja auch einige, das sehe ich bei den Teilnehmenden hier, einige Beta-Tester, die hier dabei sind. Also vielen Dank für euer Feedback. Also wir entwickeln ja immer sehr eng, sowohl mit direkt Betroffenen zusammen, als auch mit den Anwendern, die barrierefreie Dokumente erstellen müssen, wollen. Und das ist natürlich möglichst einfach. Und jeder hat einen Vorteil, wer jetzt am 14. März auf dem Access 4 Day ist. Da wird es nämlich eine Überraschung geben. Also da haben wir was geplant. So Wink mit dem Soundfall. Und übrigens, wer noch teilnehmen möchte, ihr könnt noch, also es gibt noch Streaming-Tickets und ich glaube, in Person ist es fast nicht mehr möglich, Miriam, oder? Wie sieht es da aus? Ja, jetzt stellst du mir natürlich ein Bein. Ganz vereinzelt gibt es noch vielleicht Restplätze, aber ich möchte jetzt hier in der großen Runde nichts versprechen. Genau. Wenn jetzt alle 75 sich anmelden willst, dann musst du stehen, Markus. Ja, genau. Okay. Also, wenn ihr lieb und nett zu Miriam seid, dann hat sie Genau. vielleicht euch noch ein Ticket, der zuerst ein In-Person-Ticket, ansonsten Streaming-Tickets, das ist ja besser skalierbar, das geht auf alle Fälle. Und den Link, ich glaube, du hast den Link vorbereitet, Miriam, du kannst ja zum Access 4 Day posten und wir freuen uns. Also einige von euch, die sind ja auch schon angemeldet, die werden wir dort treffen. Das ist immer ganz toll. Tolles Community-Event. Haben ja spannende Vorträge dort. Und wie gesagt, es gibt ja auch eine Überraschung dort. Und direkt, also wir sagen immer, es wird mit dem Release verfügbar sein. Das ist das ist die vorsichtige Aussage, aber ich glaube, ihr versteht, also das ist geplant schon, dass wir das natürlich mit dem Access 4 Day verfügbar machen wollen für alle. Dann könnt ihr es auch selber ausprobieren. Und es gibt noch einen weiteren Hinweis auf die nächste Ask the Expert Session. Wir haben ja vorhin gesehen, bei der PAC-Prüfung, es gab 3 Tabs, 3 Checksets, PDF-OA, WCAG und die Quality Checks, die Qualitätsprüfungen. Das sind einfach heuristische Prüfungen, die das manuelle Prüfen vereinfachen sollen und auch vereinfachen. Und da hatten wir schon eine Ask the Expert Session und da war die Zeit viel zu knapp. Also, und deswegen wird es da ein Follow-up geben.
Und jetzt habe ich, wann ist es, Miriam, den Termin? Am Im April? 24. April, genau. Ich habe den Link gerade schon reingepostet in den Chat. Am 24. April ist der Teil 2 und als kleine Service-Info, der Teil 1 ist schon als Video auf unserer Homepage verfügbar. Ich glaube, du hattest den Link vorhin reingepostet. Genau. Da kam ja Wer die da schon- Frage, ja. Und schaut euch das an, meldet euch an für das Follow-up. Beim Follow-up wird es besonders, also im ersten Teil haben wir, ich glaube, komplett alle Quality-Checks besprochen, zumindest was sie bedeuten, aber wir konnten nicht darauf eingehen, wie man sie dann korrigiert. Und das wird so ein bisschen auch der Schwerpunkt sein, also die Korrekturen und natürlich eure Fragen, weil die auch ein bisschen zu kurz gekommen sind bei der ersten Ask the Expert Session zu den Quality Checks. Und das wird dann bei dem Follow-up im April der Fall sein. Also meldet euch an, seid wieder dabei, stellt eure Fragen. Also ich bin echt ein Fan von diesen Quality Checks, weil die wirklich einiges vereinfachen. Ich glaube, soweit. Haben wir noch eine Frage, die ich sehe gerade hier ganz am Schluss für Excel. Ja, für Excel wird es das definitiv nicht so schnell geben oder wenn überhaupt. Man muss wissen, in Excel kann man so viel Blödsinn machen. Also Excel, man kann so vieles falsch machen. Es ist ganz, ganz schwierig, daraus ein barrierefreies PDF zu erstellen. Also wenn es jetzt nur um die Tabelle gehen würde, ist ja noch das eine. Das sagen wir immer, naja, verknüpft die Tabelle in einem Word-Dokument und macht dann alles mit Access Word, dann hast du das ganze Potenzial selbst für komplexe Tabellen und deswegen wird es in Excel also erstmal nichts geben. Genau, da kann ich leider wenig Hoffnung machen. Der Name wäre ja auch schwierig, Access Excel. Ja. Genau, Access Sheet oder sowas. Ja. Das klingt dann wie ein anderes Wort auf Englisch, das man ein bisschen kürzer ausspricht. Und das war auch nicht so empfehlenswert. Sehr schön. Also toll, dass ihr dabei wart. Also vielen Dank an alle Teilnehmenden. Vielen Dank, Janne, dir. Super Rundumblick, tolles Wissen. Ich glaube, da war so viel dabei, dass jeder was hier mitnimmt. Super toll vorgestellt. Ich freue mich, euch in einer der nächsten Sessions wiederzusehen oder nächste Woche in person in Berlin. Genau. Bleibt gesund. Bis bald und erstellt weiterhin fleißig barrierefreie Dokumente. Alles Gute euch. Ciao. Tschüss. Danke, tschüss.